Adam hat eine Vision. Bohem Pack. Gute Arbeit. Entschuldigung für alles. Und danke auch für alles. Ansgar. Das Schädel-Hirntrauma scheint das Prachtzentrum in Mitleidenschaft gezogen zu haben. Wann wird er wieder normal sprechen? Möglicherweise nie wieder. Liegt eine Geschäftsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen vor, so ist der Familienrat berechtigt, diesen Vorstand zu ersetzen. Hannes, pass auf! Alle, die für Ansgars Abwahl stimmen, bitte ich die Hand zu heben. Ich bin zurück. Na, hat's euch die Sprache verschlagen? Nein. Nein, wir wundern uns nur, dass man sie schon aus dem Krankenhaus entlassen hat. Sieht man. Aber ich bin zurück. Und ich bleibe. Das sehe ich anders. Laut diesem Gutachten bist du aufgrund deines Gesundheitszustands leider nicht mehr in der Lage, die Geschäfte der Lahnstein Enterprises weiterzuführen. Dieses Gutachten ist manipuliert. Das weiß jeder. Und ich muss dich jetzt bitten, uns zu entschuldigen. Die Firma ist ohne Führung und wir müssen jetzt dringend einen neuen Vorstand wählen. Ich verklag euch. Ja, bitte tu das. Geh da. Was machst du da? Ich treffe eine Vorauswahl. So ist es übersichtlicher. Wonach sortierst du? Langsam weiß ich, worauf du Wert legst. Also hier geht es lediglich um Details, die spannend sind. Und hier mehr um die Kombination. Also praktisch und lässig, urban und dennoch individuell. Genau wie deine Entwürfe. Oh, Entschuldigung. Sie sprechen mit Martha Wolf, Juri Adams Assistentin? Ja. Ja, genau. Wann? Ja, ich werde mich gleich darum kümmern. Sie meinen mich? Ja, also ich denke, das lässt sich einrichten. Ja, natürlich. Ich werde Ihnen eine Bestätigung schicken. Gut, danke. Kann so bleiben. Das nehme ich dazu. Ja, bei dem war ich mir auch nicht so ganz sicher. Und der Rest? Kann so bleiben. Das war gerade Frau Pietsch. Moschs persönliche Assistentin. Herr Mosch möchte, dass wir noch einmal mit ihm zusammen die Entwürfe durchgehen und er lädt uns heute noch nach München in sein Büro ein. Und? Ja. Er hat anscheinend ausdrücklich verlangt, dass ich dabei bin. Also, Bitte entschuldigen Sie den kleinen Zwischenfall. Puh. Kommen wir jetzt endlich zur Abstimmung. Einen Moment. Wir sollten doch erst mal darüber reden, was Ansgars Genesung bedeutet, oder? Ihr habt ihn gerade gesehen und vor allem gehört. Er konnte zwar wieder reden, aber ich denke, von Genesung kann nicht die Rede sein. Ich fürchte, ich muss meinem Bruder recht geben. An den Fakten hat sich ja nichts geändert. Sie haben es selbst gesehen. Ansgar ist nach wie vor geschäftsunfähig. Es tut mir leid, wenn ich um eine erneute Unterbrechung bitten muss. Aber bevor wir fortfahren, sollte sich die Familie beraten. Herr Notar, wenn Sie so nett wären und nebenan warten, ich lasse Ihnen auch gerne einen Tee bringen. Danke. Bitte. Elisabeth, was wird das? Du kannst Ansgars Rückkehr doch nicht einfach ignorieren. Okay, ich wiederhole es gern noch mal. An den Fakten hat sich nichts geändert. Laut diesem ärztlichen Gutachten ist Ansgar nicht mehr in der Lage, die Geschäfte zu führen. Und solange es kein neues... Himmel, Herrgott, Sebastian, du weißt ganz genau, dass dieses Gutachten vor Gericht keinen Bestand haben wird. Wieso? Was ist mit dem Gutachten? Ich
habe diesem Gutachter lediglich meine Bedenken mitgeteilt. Was für Bedenken? Der Gutachter hat Ansgars Geschäftsfähigkeit ein wenig positiver eingestuft als ich. Herrgott, ihr habt doch selbst gesehen, in welchem Zustand er ist. Und da hast du mit dem nötigen Kleingeld nachgeholfen? Stimmt das? Du hast den Gutachter bestochen? Wollt ihr es eigentlich nicht verstehen? Das hier ist verdammt nochmal unsere einzige Chance, diesen Kerl endlich loszuwerden. Bis die Manipulation vor Gericht auffliegt, du wegen Bestechung angeklagt wirst und Ansgar genau da wieder sitzt, wo er vorher saß. Darüber sollten wir uns Gedanken machen, wenn es soweit ist. Danke. Danke, das sehe ich nämlich ganz genauso. Könnten wir jetzt endlich zur Abstimmung kommen? Mann, Sebastian, das bist doch nicht du. Also Leute, bitte, als ob Ansgar fair spielen würde. Genau deswegen sitzt er doch überhaupt hier. Du weißt ganz genau, wie es bei mir gelaufen ist mit dem geklauten Entwurf. Nur weil ich nicht verlieren konnte. Also diese Familie überrascht mich immer wieder. Das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Bitte mach nicht denselben Fehler. Das ist es nicht wert. Ich habe nicht gesagt, dass wir fahren. Was? Du kannst diesen Termin jetzt unmöglich absagen. Mosch ist einer der wichtigsten Kunden von LCL. Er hat mehrere Millionen in deine Kollektion investiert. Bin ich eine Hure? Will er mich kaufen? Ich denke, das will er nicht. Ich meine eher, er will mal über deine Entwürfe quatschen. Und das passt dir nicht. Das passt dir ganz und gar nicht, ja. Stefan! Er hat meine Entwürfe abgenommen. Ja, das stimmt. Ich denke, es geht eher darum, deine Entwürfe von die Marktforschung hergegeben. Und jetzt wollen sie einfach kleine Änderungen machen. Klitzekleine Änderungen mit deiner Zustimmung. Und mich wollen sie einfach nur dabei haben, weil ich die Entwürfe präsentiert habe, als du nicht da warst. Meine Entwürfe sind wie meine Kinder. Die brauchen ihre Freiheit. Verstehst du das? Ja, das verstehe ich. Aber du arbeitest hier bei einem großen Modehaus, das eher Mainstream-Klamotten verkauft. Und deine Mode ist nicht so massenkompatibel. Ich meine, ich liebe deine Entwürfe. Alle lieben deine Entwürfe, das ist ganz klar. Aber hier geht's wirklich nur um den Verkauf. Komm, es sind bestimmt nur ein paar ganz kleine Änderungen. Wir fahren nach München, du entwickelst 1, 2 Ideen und wir haben Spaß und das war's. Wir fliegen. Gut, ich flieg gern. Und Mosch hat recht. Du musst mitkommen. Weil ich die Entwürfe präsentiert habe? Nein, weil du ihn mir von den Eiern hältst, wenn er mit seinen Änderungswünschen kommt. Ich glaube, das war ein Kompliment. Keine Schnappatmung? Ich werde nicht rot? Ich bin professionell. Yeah. Ich bin echt froh, dass jetzt der Mutterschutz beginnt. Ich muss nur noch meine Vertretung einarbeiten. Und das war's dann. Weißt du denn schon, was du mit der ganzen Zeit anfangen willst? Na, hör mal zu, es gibt noch wahnsinnig viele Dinge zu erledigen, bevor Nummer 4. Bevor Nummer 4. Na, kommst du nicht mehr ran? Kannst du mir mal helfen? Gib her dein Füßchen. Ab jetzt wirst du dich zurücklehnen und dich verwöhnen lassen von deinem Mann. Das klingt ja ganz gut. Aber hast du schon mit Herrn Wolf darüber gesprochen? Habe ich. Er freut sich sogar drauf. Na dann. Dann kann ich ja froh sein, dass ich so einen tollen, liebevollen Mann habe. Also einen gut aussehenden dazu. Und dieser Mann wird dich heute Abend zum Essen einladen. Alles, was dir schmeckt und was dem Kleinen gut tut. Na dann habe ich ja was, worauf ich mich heute so richtig freuen kann. Ja, ich geb's zu. Ich habe mir die Hände schmutzig gemacht. Gelogen, ich habe betrogen. Aber Ansgar ist ein gewissenloses Arschloch. Das wisst ihr doch alle. Er hat uns und dieses Unternehmen um Millionen betrogen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird er die ganze Lahnstein Enterprise oder was da noch davon übrig ist, vor die Wand fahren. Ich habe das für uns getan. Ich hab das für unser Erbe getan, für unsere Nachkommen. Deshalb lasst ihn uns endlich absetzen. Sebastian hat recht. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Und wenn er sich schon die Finger schmutzig gemacht hat, dann sollte es sich auch wenigstens lohnen.
Es tut mir leid, ich kann mein Gewissen nicht abschalten. Und was ist, wenn Ansgar gegen uns klagt? Ja, das soll er doch ruhig machen. Das wird ein Prozess durch alle Instanzen und wir werden ihn gewinnen. Ja, aber wie soll das denn enden? Noch mehr Lügen, noch mehr Betrügereien? Wenn es nötig ist, um Ansgar loszuwerden. Ich habe kein Problem damit. Was jetzt? Darf ich den Notar jetzt endlich wieder reinholen? Es ist vorbei, Sebastian. Heute ist nicht der Tag, Ansgar loszuwerden. Ansgar? Hattest mich schon aufgegeben, was? Du kannst widersprechen. Das ist unglaublich, aber wie... Ich erkläre dir alles später. Hör zu. Die wählen mich da gerade ab. Ruf meinen Anwalt an. Ich muss dagegen klagen. Okay. Vergiss es. Hat sich erledigt. Gut, dann sehen wir uns später. Du musst mich schon umbringen, um mich loszuwerden. Verlass dich drauf. Pause gehen eine Runde laufen. Du gehst nie joggen. Ich habe damit auch gerade erst begonnen. Mhm. Was Diät, dann Sport? Ich mache das nur für mich. Natürlich. Ja. Wenn du jetzt behauptest, das ist wegen Juri, vergiss es. Seitdem ich seine Assistentin wieder bin, habe ich mir fest vorgenommen, mich nur auf meinen Job zu konzentrieren. Und was meine Gefühle betrifft, die habe ich im Griff. Das freut mich, wenn das so ist. Ja. Auch die Vorstellung, nachher mit ihm im Flugzeug zu sitzen und heute Abend im Hotel zu übernachten, nee, die bringt mich nicht aus der Fassung. Warum solltest du mit ihm gemeinsam im Hotel übernachten? Weil wir heute nach München fliegen und dort nächtigen. Okay. Ich glaube, das musst du mir ein bisschen genauer erklären. Ach so, ja. Also, einer unserer wichtigsten Kunden hat uns nach München gebeten. Und stell dir vor, er hat verlangt, dass ich mitkomme. Ja, es hat ihm gefallen, dass ich Juris Entwürfe präsentiert habe. Wow! Das freut mich. Endlich kriegst du mal die Anerkennung, die du verdienst, Cousinchen. Ja, hat Juri auch gesagt. Was? Auch noch Lob vom Meister? Ja, und ich kann damit umgehen, weil ich es verdient habe. Das ist super. Sag mal, wie geht denn eigentlich diese Pulsuhr? Ah, hier. Super. Ich muss los. Ja, also wenn du magst, gehen wir einfach mal zusammen was essen. Oh, das klingt gut. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hallo, mein Schatz. Ich dachte, wir besuchen dich mal in der Mittagspause. Hi. Na, ihr drei? Hi, Mama. Hey. Die Post ist für dich. Wie? Das soll ich vor meinem Mutterschutz alles noch durcharbeiten? Oh, mein Schatz, hilft dir bestimmt. Ey, kannst du mal ein bisschen leiser sein? Was ist denn los? Kollegen haben mitgekriegt, dass wir jetzt ein Paar sind und zerreißen sich jetzt die Mäuler. Aber das ist doch super, wenn die das alle glauben. Wir tun doch nur so. Ja, aber hier kann jederzeit, Entschuldigung, hier kann jederzeit jemand vom Jugendamt vorbeikommen. Und jetzt stell dir mal vor, die reden mit deinen Kollegen. Dann ist es doch prima, wenn es alle wissen und wenn die denken, Das ist wirklich so. Nicht unbedingt alle. Ich fände es wirklich besser, wenn wir es einfach nicht zu dicke raushängen lassen. Ey, Dada, sowas geht gar nicht. Stell dir einfach, also, denk einfach an Max und daran, dass ich ihn adoptieren kann. Ja. Aber
Dana, ich habe wirklich einen Ruf zu verlieren. Also mich haben ja schon 2 Kolleginnen auf euch angesprochen. Echt? Sag mal, haben die eigentlich nichts zu tun? Bei den ganzen männlichen, schwulen Models, die hier rumlaufen, interessiert es doch auch keinen. Ups. Hier haben sie es einfach am wenigsten erwartet. Lasst euch doch nicht verunsichern. Hä? Ich meine, sollen die doch nur tuscheln, ist doch... Was ist los? Das ist eine Einladung zu einer Preisverleihung. Was für eine Preisverleihung? Preis für personalwirtschaftliche Innovationen. Was? Den hast du bekommen? Herzlichen Glückwunsch! Hey! Meine Mama. Ja. Spot on chord shapes in air, compress that dissonance if you dare. Was strahlst du denn so? Vor dir steht die zukünftige Preisträgerin für innovatives Personalmanagement. Wie? Du hast einen Preis gewonnen? Toll. Hey. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir heute Abend doppelt was zu feiern. Ich kann es doch gar nicht richtig glauben. Ich meine, so lange mache ich diesen Job ja noch gar nicht. Und ich habe noch nicht mal eine richtige Ausbildung dafür. Ja, da siehst du mal, dass es nicht drauf ankommt. Hier muss man es haben. Das hast du dem wieder mal bewiesen. Na, so wie du dich reingekniet hast. Ja, manchmal die halbe Nacht durch. Oh, und dann diese ständigen Grabenkämpfe mit Ansgar. Also ich finde, ich habe mir den Preis echt verdient. Eingebildet bist du ja zum Glück nicht. Nö. Wann ist denn die Preisverleihung? Morgen früh schon in Hamburg. Ach. Deswegen habe ich gedacht, es ist besser, ich fliege noch heute. Na gut, dann gehen wir eben in Hamburg aus. Wie was? Du kommst mit? Ja, was sagst du denn? Hey, ich bin dein größter Fan. Da müsstest du morgen allerdings alleine zurückfliegen. Im Anschluss an die Preisverleihung findet noch ein 3-tägiges Symposium statt. Wieso das denn? Ja, so eine Art Workshop. Es werden Vorträge gehalten, wir tauschen unsere Konzepte aus, stellen unsere Ideen vor. Ich werde also noch etwas länger in Hamburg bleiben. Aber das schaffst du doch gar nicht. Wie meinst du das? Kräftemäßig. Ja, in Kürze beginnt dein Mutterschutz. Das hat auch seinen guten Grund. 3 Tage Symposium. Ist doch viel zu anstrengend für dich. Warum gehst denn du nicht? Er hat mich nicht gesehen. Martha! Er hat mich nicht gesehen. Martha! Hallo, Juri.
Mit dem Auto. Nach Hamburg. Um diese Zeit? Also, das soll weniger stressig sein. In deinem Zustand ja. Ich fahre dich hin, hol dich wieder ab. Und pass auf, dass alles schön gemütlich bleibt. Aufpassen? Das klingt nicht nach mein größter Fan. Du glaubst wohl, ich übertreibe. Schön, dass du es auch noch merkst. Wenn dir schon das Verantwortungsbewusstsein abhandengekommen ist, dann muss ich wenigstens auf dich aufpassen. Sag mal, hatten wir das nicht neulich erst? Ich bin schwanger und nicht krank. Es geht mir super. Und ich freue mich auf diese Preisverleihung. Und ich schaffe auch diese 3 Tage Symposium. Ich will aber nicht, dass du wegen sowas deine Gesundheit riskierst. Du kannst ja nicht mal allein die Schuhe anziehen. Also jetzt hör mir mal gut zu, hä? Ich bin nicht nur werdende Mutter. Ich habe auch noch einen Beruf, in dem ich, wie dieser Preis ja wohl zeigt, sehr erfolgreich bin. Das bestreitet ja auch keiner. Und warum verstehst du dann nicht, wie wichtig mir diese Preisverleihung und der Workshop sind? Das tue ich ja. Nein, das tust du eben nicht. Stattdessen lässt du hier mal wieder den Macho raushängen und versuchst mir zu beweisen, was richtig oder falsch für mich ist. Okay. Vorschlag zur Güte. Du hast doch nachher diesen Termin bei der Gynäkologin, oder? Ja, dann frag die doch mal, was die von der Reise hält. Okay. Oh, und Hannes, ist nichts passiert? Nein, nein. Er hat gar nicht gemerkt, wie gefährlich das war. Er war schockierter, dass ich wieder sprechen kann. Wo ist der jetzt? Spielt Fußball mit Linse. Dr. Mendez hat gesagt, dass ein Schock heilsam sein konnte. Ja, ich habe gleich nachher noch einen Termin bei ihm. Ach, Ansgar, das Timing für deine Genesung hätte nicht besser sein können. Was denn? Du hast doch nicht an mir gezweifelt, oder? Alles bleibt beim Alten. Ich die Chefin von LCL und du vom Ganzen. Was ist passiert, Sebastian? Das muss verbunden werden. Auch wenn Ansgar jetzt, was die Geschäftsführung von LCL angeht, wieder seine schützende Hand über dich hält. Du hast kein Wohnrecht mehr auf dem Schloss. Da hat er recht. Ihr seid ja jetzt sozusagen geschiedene Leute. Aber du bist mein Gast. Bleib, solange du willst. Ich wusste gar nicht, dass du Sport machst. Ja, Laufen macht den Kopf frei. Gut, ich will was mit dir besprechen. Du, wir können auch im Flugzeug unseren Termin vorbereiten. Wenn ich geduscht habe und mich umgezogen und so. Nicht wegen dem Termin. Es geht um die neue Kollektion. Welche neue Kollektion? Laufen macht den Kopf frei, hast du doch gesagt. Ich habe ein paar neue Ideen entwickelt. Du, ich muss auch noch mindestens 20 Minuten laufen. 20 Minuten reichen. Na komm, wir laufen weiter. Ich erzähle dir davon. Sebastian. Was ist passiert? Ich habe mich verletzt. Hast du dich geschnitten oder was? Ja, es ist nicht schlimm. Komm, lass mich das machen. Rebecca, ja? ich... Ich weiß, du fühlst dich von mir verraten. Ich würde dir trotzdem gerne erklären, warum ich nicht für die Absetzung von Ansgar gestimmt hätte. Ich will keine Erklärung mehr hören. Ich hab's einfach satt, gegen den Kerl jedes Mal zu verlieren. Verstehst du? Was hast du vor? Ich habe einen Termin in Berlin bei so einer Kanzlei. Die wollen mich schon lange. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Wie? Du hast vor, nach Berlin zu gehen? Ihr wart alle so schockiert, als Ansgar an die Macht gekommen ist. Alle. Und jetzt, da biete ich euch die Chance, ihn endlich loszuwerden. Und was passiert? Ich krieg mal wieder eins vor den Bug geknallt. Sebastian. Jede Wette in ein paar Tagen würdet ihr wieder angerannt kommen. Ansgar dies, Ansgar das. Sebastian, bitte guck ihm auf die Finger. Du bist der Einzige, der das kann. Ja, Überraschung. Ich bin auch der Einzige, der ihn absägen kann. Und zwar sofort. Sebastian, bitte. Lass es gut sein. Es ist vorbei.
Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein paar entspannte Tage. Ach so, genau darüber wollte ich noch mit Ihnen sprechen. Ich plane eine kleine Reise. Ach, ein paar Tage Urlaub sind ja immer gut. Wohin geht es? Nach Hamburg. Aber es ist kein Urlaub, es ist eine Geschäftsreise. Also nichts Anstrengendes, nur 3 Tage. Also wenn diese Reise nicht zwingend erforderlich ist, würde ich Ihnen ganz klar davon abraten. Frau Wolf, Sie sind nicht mehr die Jüngste. Es ist eine Risikoschwangerschaft und Sie sind ja auch schon in der 33. Woche. Das heißt, Sie verbieten mir zu fahren? Verbieten nicht. Käme ich dazu, aber Sie müssen selber wissen, was für Sie und das Kind am besten ist. Aber ich denke, es wäre besser, wenn Sie sich schonen. Ja, das werde ich. Danke für den Rat. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, hier kriegt man hier einen Parkplatz. Hey. Und? Habe ich recht oder habe ich recht? Ja, alles okay, dem Kleinen geht's super. Ja, und was ist jetzt mit Hamburg? Was soll damit sein? Kein Problem. Genau, wie ich dir gesagt habe. Hältst du mal kurz? Bin gleich wieder da. Ich brauche die Fotos, die ich heute Morgen im Containerhafen gemacht habe. Das von der abblätternden Farbe auf Metall und als Kontrast dazu das dunkle, weiche Wasser. Das ist die neue Idee. Okay. Besorg mal bitte Stoffmuster, die wir mitnehmen können. Und zwar für den abblätternden Farbeffekt hätte ich gerne Brokatstoffmuster in Gelb- und Grüntönen. Und für das weiche Fließende des Wassers hätte ich gerne eben solche Stoffe. Und zwar in den Farben Grau, Blau, dunkle Töne eben. Besorg einfach alles. Hey! Es geht schon. Seitenstechen. Nimm die Arme hoch. Und atme in den Bauch. Ausatmen. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Save you. I wish I could save. Der soll da nicht runtergehen. Ich muss los. Frau Dr. Schöndahl? Herr Wolf, Sie sind noch da? Ja, ich warte noch auf meine Frau. Ich wollte nur sagen, wir sind jetzt ja ziemlich erleichtert. Weil manchmal macht man sich ja doch zu viel Gedanken. Das ist doch vollkommen normal. Und in dieser Phase der Schwangerschaft sollte Ihre Frau vielleicht wirklich etwas kürzer treten. Ja. Das heißt, Sie halten gar nicht viel von der Reise? Nein, aber Ihre Frau muss selbst wissen, welchen Strapazen sie sich aussetzt. Sie entschuldigen mich? Ich sag mal, vertraust du mir nicht? Kein Problem, hast du gesagt. Kein Problem? Thomas, eine Reise ist immer mit Anstrengungen verbunden, die man gegen Ende einer Schwangerschaft... Einer nicht ganz einfachen Schwangerschaft. Einer Schwangerschaft eher vermeiden sollte. Ja, genau, das sage ich doch. Ja, und deswegen werde ich darauf achten, immer schön Pausen einzulegen, falls es tatsächlich mal zu anstrengend werden sollte. Prinzipiell hat Frau Dr. Schöndahl überhaupt nichts gegen diese Reise. Aber sie hat auch nicht gesagt, kein Problem. Du hast schon wieder diesen Oberlehrerton. Also, sag mal, du willst doch hier nicht gegen den Rat deiner Ärztin verreisen, oder? Meine Ärztin überlässt mir die Entscheidung, weil sie im Gegensatz zu dir akzeptiert, dass ich meinen Körper am besten kenne. Was soll denn das? Kann ich jetzt gar nicht mal mitentscheiden? Es geht ja auch um mein Kind. Ja, um das du dich dann nach der Geburt kümmern willst. Und weil ich dann diejenige bin, die unsere Familie alleine ernährt, werde ich nach Hamburg fahren. Weil ich mich durch diesen Workshop beruflich weiter qualifizieren kann. So, und jetzt gehe ich nach Hause und packe meinen Koffer. Sebastian, bitte geh nicht. Du bist der Einzige, der Ansgar unter Kontrolle halten kann. Wenn ihr doch alle so wahnsinnig überzeugt seid von mir, warum steht ihr da nicht einfach mal hinter mir? Aber das tun wir doch. Glaub mir, es wird eine andere Situation geben, wie wir Ansgar loswerden. Ohne mich. Papa hätte nicht gewollt, dass du jetzt aufgibst. Er hat mich doch quasi dazu gezwungen, indem er ein Testament aufgesetzt hat, das es mir unmöglich macht, legal gegen Ansgar vorzugehen. Aber was mache ich? Ich, kleiner Idiot, reiß mir natürlich trotzdem den Arsch auf. Mann! Ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Von Tanja, von Ansgar, von euch allen.
Mach deinen Scheiß alleine. Sebastian. Geht schon, geht schon, geht schon. Ansgar, wir müssen darüber sprechen, wie es weitergeht. Wir? Ja, wir. Wir haben durch deine Auszeit jede Menge Zeit verloren. Und Geld. Ja, 200 Millionen, wenn ich mir vorstelle, was wir alles damit hätten anstellen können. Jetzt hat Sebastian. Ja, die Hälfte. Der Rest ist verbrannt. Damit sind unsere Expansionspläne für LCL aber erstmal gestorben. Beruhigend, dass du nach wie vor erstmal an dich denkst. Spinnst du? Wer hat persönliche Krankenschwester für dich gespielt? Du konntest nicht mal mehr deinen Namen buchstabieren. Ja. Aber jetzt kann ich's. Ich kann wieder selbstständig sprechen. Und ich kann wieder selbstständig denken. Dann frag dich mal, wem du das zu verdanken hast. Mir. Und du hast mir auch eine Menge zu verdanken, Tanja. Ohne mich bist du nichts, das weißt du. Abgesehen davon warst du eine ziemlich miese Lehrerin. Eigentlich sollte ich dich feuern. Ups. Feiern natürlich. Manche Worte bringe ich einfach noch durcheinander. Was ist los? Du wirst Emma nehmen müssen. Sicher? Warum? Papa hat ein paar Termine in einer anderen Stadt. Und es kann sein, dass er auch eine ganze Weile wegbleibt. Aber ich bin immer bei dir, das weißt du doch, oder? Ja? Du willst Düsseldorf verlassen? Es gibt da so eine Kanzlei in Berlin. Die umwerben mich schon eine ganze Weile und im Moment sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, warum ich dem nicht nachgeben sollte. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, Sebastian. Ich würde dann erst mal alle 2 Wochen kommen, um sie zu besuchen, bis sich alles eingespielt hat, ja? Bitte pass gut auf sie auf. Fertig. Tschüss, meine Kleine. Tschüss. Wo bist du denn hin, Papa? Ah, der Papa geht nur kurz nach Berlin arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich nach München fahren soll. Was ist passiert? Ach, diese blöde Pulsuhr. Ich meine, wofür braucht man so einen Scheiß überhaupt? Ich bin aber überhaupt keine 60 und Herzprobleme habe ich auch keine. Also, zumindest nicht physisch. Pulsuhr? Ja, dieses Scheißding ist einfach losgegangen. Ich war auch joggen im Park und da habe ich Juri getroffen. Ja, jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich mir die ganze Zeit nur was vorgemacht habe. Ich habe meine Gefühle im Griff. Wie ein nasses Stück Seife. Martha, du willst deswegen jetzt nicht nach München fahren? Ich meine, das ist doch deine große Chance. Hier geht's um deinen Job. Das ist ja auch der totale Wahnsinn, aber ich
werde den ganzen Tag mit Juri zusammen sein. Pausenlos. Spätestens nach einer Stunde verkriege ich mich doch mit Schnappatmung in der Toilette. Und da komme ich bestimmt nicht mehr raus. Ey, du hast die letzten Tage super professionell gearbeitet. Du hast die Präsentation gerettet. Selbst dieser Mosch hat das gesehen. Ja, aber auch nur, weil Juri im Knast saß und ich nicht mehr seine Assistentin bin. Und wenn er mich so anguckt, so, du weißt, und mich dann vielleicht noch anfasst, das alles vom Mosch, das ist doch... Oh Gott. Was soll ich machen? Du reiß dich jetzt mal schön zusammen und du fährst nach München. Und die Pulsuhr ist konfisziert. Das ist nicht lustig. Nee, ist es auch nicht. Muddel. Ach, du verreist auch? Ja, ich fahre für ein paar Tage nach Hamburg. Meine überaus bescheidene Mutter bekommt einen Preis für innovatives Personalmanagement. Ist gut jetzt, ja. Echt? Glückwunsch. Danke. Du, Mama, ich begleite Martha noch ein Stück. Ich wünsche dir viel Spaß in Hamburg. Danke, kann ich gebrauchen. Hallo. Hallo. Tschüss. Papa, tschüss. Tschüss. Moment. Dann fährst du also doch? Ja. Ganz so, wie ich es gesagt habe. Und auch wenn du es gern anders deutest, meine Ärztin hat mir die Entscheidung überlassen, ob ich fahre oder nicht. Und ich habe mich entschieden. Also gut. Na, dann packe ich auch mal meine Sachen. Also so weit kommt's noch. Nachdem du so sehr gegen diese Reise bist, ist es wirklich besser, ich fahre alleine. Ich meine, ohne dich bin ich einfach entspannter. Was? Ja, und was ist, wenn doch was passiert? Och, Thomas, es wird nicht sein. Außerdem habe ich keine Lust, mich die ganze Zeit in Hamburg von dir gängeln und bevormunden zu lassen. Vicky! Ich fahre allein. Ja? Und wir sehen uns in 4 Tagen. Und nicht früher. Das Taxi zum Flughafen ist bereit. Oh, danke. Wo ist Martha? Die soll doch mitkommen. Vielleicht kommt sie, vielleicht auch nicht. Soll ich sie anrufen? Nein! Entschuldigung. Komm. Ich weiß, ich bin zu spät. Wie du vorhin gerannt bist, ich dachte, du kommst pünktlich. Ich habe mir die Stoffmuster besorgt, die du gewünscht hast. Ah, Okay. meine Entwürfe. Steig schon mal ein. Ich schaff das. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Sag mal, ist alles klar? Ich schaff das. Stimmt das, was Justus mir erzählt hat? Sebastian will Düsseldorf verlassen? Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Es tut mir alles so leid für ihn. Well-painted passion. Was hätten wir denn tun können? Maska auf diese Art und Weise abzuwählen, das wäre nicht richtig gewesen. Rebecca, wir haben doch das Richtige getan, oder? Ja. Und ich denke auch, dass Sebastian das einzig Richtige tut. Alles andere hätte ihn noch mehr aufgerieben. Whichever way you fall. Wir alle wissen doch inzwischen, dass dir die Rolle des Stellvertreters am besten liegt. Du, Ansgars Stellvertreter? Es ist die beste Möglichkeit, ihn zu kontrollieren. Ich erkläre hiermit die vor dem Standesamt von Palma de Mallorca geschlossene Ehe der Beteiligten als geschieden. Das Urteil ist sofort rechtskräftig. Alle, die für Ansgars Abwahl als derzeitigen Vorstand stimmen, bitte ich die Hand zu heben. Ich bin zurück. Graf Lahnstein? I want to treat you. You're still not famous. Bringen Sie mich nach Berlin. And
and you haven't struck it rich. Underachieving, 'cause no one's receiving this tunnel vision. Tja, das sieht doch gut aus. Wer hätte gedacht, dass Ihre Sprachfähigkeit so schnell wiederkehrt? Ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen, dass Sie sich mit Ihrem Zustand abgefunden haben. Ehrlich gesagt hatte ich das auch. Gut, dass Ihrem Sohn nichts passiert ist, aber es war ganz offensichtlich der Schock, der die Blockade gelöst hat. Was denken Sie, wenn ich wieder vollständig wiederhergestellt bin? Ihre Verletzungen verheilen gut und auch ansonsten machen Sie große Fortschritte. Dennoch sollten Sie damit rechnen, zumindest in manchen Bereichen noch auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Entschuldigung, ein Notfall. Bin ich wieder für Sie da? Ja, na klar. Graf Lahnstein. Le voilà enfin. Sie machen es mir nicht leicht, Sie zu finden. Meine Anrufe beantworten Sie auch nicht. Offen gestanden, ich bin enttäuscht. Herr Berg, was machen Sie denn hier? Ist das Ihr teutonischer Humor oder haben Sie womöglich bei Ihrem Unfall einen wesentlichen Teil Ihres Gedächtnisses eingebüßt? Dann will ich Ihnen mal auf die Spur helfen. Wir hatten einen Deal. Sie wollten, dass ich hier unterschlagenes Geld wasche. 100 Millionen Euro. Klingelt da was? Ja, ich will... Erlauben Sie mir, Ihnen auszuhelfen. Sie wollten, dass ich Ihren Millionen eine sichere Herkunft verschaffe. Ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Hören Sie, der Deal ist geplatzt. Ich habe das Geld nicht mehr. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Graf Lahnstein, ich entscheide, wann ein Deal geplatzt ist. Und so wie ich es sehe, schulden Sie mir noch immer 100 Millionen Euro. Wie gedenken Sie, Ihre Schulden zu begleichen?